Hallihallo! In letzter Zeit bin ich öfter dazu gekommen, Kindern das Programmieren durch Spieleentwicklung näher zu bringen. Mehr als Starthilfe kann ich zwar nicht geben, weil ich abgesehen von ein paar Prototypen und Proof of Concepts nichts fertig gemacht habe, aber wenn die Kinder in echt interessiert sind und sich auch selbst reinhängen, dann reicht das ja. Also dachte ich mir, ich poste hier nach und nach mal kleine Ideen, Anregungen und Erklärungen für Kinder und Jugendliche zum Skilltree Skripten und Programmieren. Dazu habe ich zurückgedacht, wie ich ursprünglich angefangen hatte. Die Anleitungen von außen sind überschaubar, aber ohne wäre es nicht gegangen. In diesem ersten Video der Reihe erzähle ich also von meinem eigenen Einstieg als Kind. Wie war das damals? Ich war damals 12 Jahre alt und teilte mir mit meiner kleinen Schwester den ältesten Arbeitscomputer meines Vaters. So ein riesen Tower, wo Windows 98 drauf lief. Ich glaube, wir hatten gerade schon ein Internet, aber unser Computer hing damals noch nicht im Netzwerk. YouTube gab es noch nicht. Die Tastatur konnten wir benutzen, weil wir, wie soll ich sagen, regelmäßig überprüften, ob die Sicherheitskopien diverser SNES-Spiele noch korrekt gespeichert waren. Bei meinen eigenen Kindern habe ich gesehen, dass es koordinativ sehr anspruchsvoll ist, mit einzelnen Fingern einzelne Tasten zu drücken. Ich vermute, dass ich das beim Klavierspielen schon Jahre vorher gelernt hatte und mich deswegen an keine Probleme außer dem Finden der richtigen Buchstaben erinnern kann. Irgendwann hatten wir eine CD bekommen, auf der man das Zehn-Fingersystem üben konnte. Ich habe da ein Neun-Fingersystem draus gemacht, denn wer nutzt bitte schon den kleinen Finger der linken Hand? Die Anschlaggeschwindigkeit passte jedenfalls damals schon. Es ging also nur um die Programmierung selbst. Mein erster Kontakt mit Code. Mein großer Bruder hatte Programmieren gelernt und hat mir die Syntax und die ersten Sachen wie If-Statements und Variablen in QBasic erklärt und mir gezeigt, wie man ein Skript in der Konsole startet. Ein bisschen Englisch konnte ich damals schon, aber im Grunde waren das für mich Zaubersprüche. Nach der Erklärung gab er mir eine Aufgabe. Ich glaube, Hallo XY ausgeben, sodass ich vorher den Benutzer nach dem Namen fragen musste. Reine Konsolenanwendung, versteht sich. Als ich fertig war, führte ich es ihm vor, und er hatte als bester Tester natürlich gleich die Randbedingungen abgeprüft, zum Beispiel ob ich abgefangen hatte, dass er auch nichts eingeben könnte. Hatte ich nicht. Also nochmal ran, so lange nach dem Namen fragen, bis tatsächlich was eingegeben wird und dabei die Weilschleife verstehen. Stolz führte ich ihm mein Programm wieder vor und hatte die erste Aufgabe erfüllt. Dann zeigte er mir, welche mathematischen Funktionen man verwenden konnte und stellte mir Aufgabe 2. Selbst ein Projekt aufsetzen und Zahlenraten implementieren. Ich habe keine Ahnung mehr, ob das mehr als eine Textdatei erstellen war oder wie man so ein Skript von der Konsole aus gestartet hat, aber die Konsolenausgaben habe ich noch ein bisschen vor Augen. Also, den Spieler nach einer Zahl fragen, prüfen, einen Tipp geben, ob die gesuchte Zahl größer oder kleiner ist, oder mit Glückwünschen das Programm beenden. Mit meinem Testerfeedback kamen dann noch Kleinigkeiten hinzu, wie eine Erklärung am Anfang, die Eingabemöglichkeit, wie hoch die Zahlen sein können, prüfen, ob die Eingaben tatsächlich eine Zahl sind und am Ende fragen, ob man nochmal spielen will. Mein erstes Spiel. Nun zeigte mir mein Bruder, wie man grafische Elemente durch Code darstellt und die Konsole wieder leert. Die dritte Aufgabe war Hangman mit einem tatsächlich angezeigten Strichmännchen. Keine weiteren Tipps. Daran hatte ich tagelang geknabbert. 2 Wochen, glaube ich sogar. Ich weiß noch, dass mir der Geistesblitz in einer Deutschstunde kam und ich mir im Unterricht Notizen an den Heftrand schrieb, mit deren Hilfe ich an dem Tag oder am nächsten das Programm runterhackte. Den Textteil hatte ich, glaube ich, schon geschafft und getestet gehabt. Es war nur noch darum gegangen, bei jedem Fehlversuch das Strichmännchen weiterzuzeichnen. Und so hatte ich mit 12 Jahren bereits mein zweites Spiel programmiert. Objektorientierung und Hochsprachen. Mein Bruder erklärte mich also für bereit, in die Tiefen des objektorientierten Programmierens mit C# einzusteigen. Das gab es damals noch gar nicht so lange. Das Konzept rund um Klassen und Objekte hat mir nach einer Weile eingeleuchtet. Methoden definieren, um Codeblöcke wiederzuverwenden, habe ich auf Anhieb geliebt. Ich konnte quasi meine eigene Bibliothek schreiben, mein eigenes Framework. Die Syntax mit den geschweiften Klammern war leicht zu merken. Ich programmierte also das Zahlenraten nochmal, nur eben diesmal in C#. Irgendwie waren wir damals an ein visualstudio.net gekommen, in dem ich die Projekte erstellte. Ich habe nie hinterfragt, wer die Lizenz bezahlt hat. Vielleicht lief das auch über den Programmierkurs meines Bruders. Man wird es nie erfahren.
Jedenfalls eröffnete mir mein Bruder, jetzt wisse ich genauso viel übers Programmieren wie er und dürfe allein weitermachen. Ich weiß noch, dass ich mich viel damit beschäftigte, kann mich aber nicht an die einzelnen Projekte erinnern. Endlich hing unser Computer im Internet, sodass ich selbst recherchieren konnte. Zuerst entdeckte ich Foren für Textrollenspiele, in denen man zwar nicht programmieren musste, wo ich dafür aber mein Welten- und Storydesign stark verbesserte. DirectX. Dann entdeckte ich DirectX. Das Neuner war damals ganz neu rausgekommen und ich hatte mich geärgert, dass es sich so auf 3D versteifte, wo ich doch nur 2D wollte. Die frühe 3D-Optik fand ich so hässlich, dass ich bis heute 2D-Charme vorziehe. 2,5D vereint das Beste beider Welten, finde ich. Die Umgebung kann als das 3D dargestellt werden, das es im Code repräsentiert, und trotzdem sehen die 2D-Charaktere charmant und stimmig aus. Ich hatte damals schon fest den Plan, Harvest Moon nachzuprogrammieren. Die Sprite-Sheets zog ich mir von meinem damaligen Lieblingsspiel Chrono Trigger. Mein Bauer war Magus, der über die Ebene schwebte. Ich hatte versucht, die Landschaft in Pseudo-3D mit variablen Höhen darzustellen, um nicht so eine perfekt flache Landschaft zu haben. Als nächstes kam halbtransparentes Wasser. Das hat vielleicht gehakelt. Irgendwann definierte ich Pink als transparent und malte weiße Pixel als Wassereffekt. So konnte ich meine bereits fertige Wassersimulation testen. Das hat sich eigentlich schon immer durch meine Projekte gezogen, dass hinten die Mechaniken schon fertig waren und ich einen Weg finden musste, sie aufzurufen und anzuzeigen, um zu sehen, ob das überhaupt funktionierte. Das klappte dann tatsächlich schon wunderbar, also sobald ich die Bluescreens losgeworden war. Trotzdem war ich nicht zufrieden mit meinem Proof of Concept. Ich hätte mich vermutlich an echtes 2,5D wagen sollen, anstatt zu versuchen, den Effekt in 2D hinzubekommen. Scope Creep, Engine Hopping und Game Jams. So verbrachte ich meine Zeit eher mit Konzepten als deren Umsetzung. Scope Creep lässt grüßen. Meine Träume waren sehr groß damals. Ich habe dann gegen Ende meiner Jugend oder als junge Erwachsene in RPG Maker und Flash Action Script reingeschnuppert. Den peinlich schlechten Bienen-Sidescroller gibt es heute noch. Ich war aber begeistert, wie leicht man da Elemente anzeigen konnte. Im Laufe der Jahre habe ich immer mal wieder was Neues ausprobiert. Dabei stechen Xamarin Studio, Unity und Godot heraus. Bei Godot bin ich momentan hängen geblieben und bleibe da vermutlich auch. Einfache Konzepte lassen sich darin tatsächlich unkompliziert umsetzen. Mir liegt die Node-Struktur viel besser als das Komponenten- und Prefab-System in Unity. Den Web-Export mit GD-Script habe ich inzwischen auch im Griff. Es ist zwar schade, dass ich keinen C# mehr benutze, aber in Game Jams kommen Spiele oft besser an, wenn sie im Browser spielbar sind, anstatt heruntergeladen werden zu müssen. Game Jams sind der letzte Meilenstein in meinem Werdegang. Endlich ist der Knoten geplatzt und ich kann innerhalb eines Tages ein fertiges Spiel erstellen. Von der Optik wollen wir mal nicht sprechen. Mir geht es darum, die erträumten Mechaniken sichtbar zu machen. Und genau das möchte ich anderen auch ermöglichen. Kinder sprühen über vor Kreativität und es wäre eine Schande, ihren künstlerischen Ausdruck an den Barrieren der Spieleentwicklung abprallen zu lassen. Und das gilt auch für jung gebliebene Erwachsene. In diesem Sinne, viel Glück bei euren Projekten und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen.